Hallo zusammen. Viele von euch habe ich schon mitbekommen, dass der Weg zu einer Ausbildung in der Pflege in Deutschland manchmal sehr lang, anspruchsvoll und aufregend sein kann. Heute erzählen wir euch die inspirierende Geschichte von Lena, einer jungen Frau, die ihren Traum verwirklicht hat. Sie hat nicht nur Deutsch gelernt, sondern den gesamten Weg bis zur Ausbildung erfolgreich gemeistert. Wir werden hören, wie sie die Sprache gelernt hat, welche Hindernisse sie überwinden musste, wie ihr Alltag in der Ausbildung aussieht und welche Tipps sie für alle hat, die ebenfalls diesen Weg gehen möchten. Auf meiner Perspektive hat diese Entscheidung Vor- und Nachteile. Einerseits war es anstrengend, oft überwältigend, andererseits hat sie unglaublich viel gelernt, Selbstvertrauen gewonnen und ihre Ziele erreicht. Ich würde gerne eine Meinung dazu hören. Bleibt bis zum Ende dran. Unsere Protagonistin Lena ist 23 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Spanien. Schon als Teenager wollte sie Menschen helfen und im Gesundheitswesen arbeiten. Viele von euch habe ich schon mitbekommen, dass der erste Schritt oft die größte Hürde ist. In ihrem Fall war es die Sprache. Deutsch war völlig neu für sie und die medizinischen Begriffe schienen zunächst unüberwindbar. Lena, erzähl uns bitte, wie dein erster Kontakt mit Deutsch war und was dir besonders schwer gefallen ist. Am Anfang war alles sehr schwierig. Ich konnte kaum ein Gespräch führen. Ich wusste oft nicht, wie ich einen Satz richtig bilde oder welches Wort ich benutzen sollte. Ich habe jeden Tag geübt. Einfache Sätze wie »Guten Morgen«, »Wie geht es Ihnen?» und »Ich heiße Lena«. Ich habe viele Fehler gemacht, aber ich habe nie aufgegeben. Ich erinnere mich noch, dass ich mich beim ersten Arztbesuch sehr unsicher gefühlt habe. Die Begriffe wie Blutdruck, Infusion oder Wunde waren neu für mich. Ich musste alles aufschreiben, nachschlagen und wiederholen. Manchmal habe ich die Wörter falsch ausgesprochen Viele von euch und die habe ich schon Patienten mussten mitbekommen, schmunzeln. dass man sich am Das hat Anfang mir unsicher geholfen, fühlt. lockerer zu werden. Auf meiner Perspektive bringt diese Unsicherheit einerseits Angst, andererseits Motivation. Fehler sind nicht schlimm, sie helfen zu lernen. Dann habe ich einen Intensivkurs besucht, 5-mal pro Woche, jeweils 4 Stunden. Zusätzlich habe ich zu Hause täglich geübt. Vokabelkarten, kleine Texte schreiben, Filme auf Deutsch schauen. Besonders medizinische Begriffe habe ich oft in kleinen Geschichten eingebaut. Zum Beispiel: Der Patient hat hohen Blutdruck. Ich messe jeden Tag den Blutdruck und notiere die Werte. So konnte ich die Wörter gleich im Kontext lernen. Das klingt nach viel Disziplin. Viele von euch habe ich schon mitbekommen, dass Kombination aus Theorie, Praxis und täglichen Übungen sehr effektiv ist. Auf meiner Perspektive ist es entscheidend, regelmäßig zu üben, nicht nur einmal pro Woche. Deutsch lernen war die zentrale Herausforderung vor der Ausbildung. Lena hat unterschiedliche Methoden kombiniert, um schnell Fortschritte zu machen. Ich habe folgende Methoden genutzt: Intensivkurse mit Grammatikübungen und mündlicher Kommunikation, Sprach-Apps wie Duolingo, Babbel und Memrise, Tandempartner, um täglich Deutsch zu sprechen, Lesen von medizinischen Artikeln, Broschüren und Lehrbüchern, Filme, Serien und Hörbücher auf Deutsch. So konnte ich mein Hörverständnis verbessern. Es war sehr wichtig, diese Methoden zu kombinieren. Manche alleine hätten nicht funktioniert. Vor allem das Sprechen im Alltag war entscheidend. Und was war die größte Schwierigkeit? Die spontane Kommunikation in Stresssituationen. Zum Beispiel, wenn ein Patient Schmerzen hat und ich schnell erklären musste, was wir tun. Manchmal habe ich die richtigen Wörter vergessen oder mich vertan. Aber meine Ausbilder haben mir immer geholfen, ruhig zu bleiben.
Ein konkretes Beispiel. Ein älterer Patient kam auf die Station, sehr verwirrt und ängstlich. Ich musste ihm erklären, dass wir ihm helfen, dass die Medikamente gleich kommen. Zuerst war ich zögerlich, habe die Sätze langsam wiederholt, bis er mich verstand. Danach war ich stolz, dass ich die Situation gemeistert habe. Viele von euch habe ich schon mitbekommen, dass man in der Praxis mehr lernt als in jedem Kurs. Auf meiner Perspektive ist tägliche Anwendung der Sprache entscheidend für den Erfolg. Theorie allein reicht nicht. Nachdem Lena die Sprache auf ein solides Niveau gebracht hatte, begann sie die Vorbereitung auf die Ausbildung. Zuerst musste ich passende Einrichtungen finden. Ich habe Pflegeheime, Krankenhäuser und ambulante Dienste recherchiert. Dann habe ich Bewerbungsunterlagen vorbereitet, Lebenslauf, Motivationsschreiben, Sprachzertifikate, B1/B2. Das Vorstellungsgespräch war besonders aufregend. Ich habe typische Fragen geübt, über meine Motivation gesprochen und mich über die Einrichtung informiert. Meine größte Angst war, dass ich die Fragen auf Deutsch nicht richtig beantworten könnte. Aber ich habe gelernt, ruhig zu bleiben und langsam zu sprechen. Viele von euch habe ich schon mitbekommen, dass Vorbereitung alles ist. Auf meiner Perspektive ist es nicht nur die Sprache, sondern auch das Wissen über die Einrichtung und Motivation, die den Unterschied machen. Lena erzählt vom Alltag in der Pflegeausbildung. Mein Tag beginnt früh, oft um 6 Uhr. Ich helfe Patienten beim Aufstehen, bei der Körperpflege, messe Vitalwerte wie Blutdruck, Puls, Temperatur. Danach wechseln wir zur Theorie, Hygienevorschriften, Medikamentenkunde, Krankheitsbilder. Die Arbeit ist anstrengend, besonders wenn mehrere Patienten gleichzeitig betreut werden müssen. Manchmal ist ein Patient sehr unruhig oder krank, das fordert Geduld. Ich habe gelernt, dass man immer ruhig und freundlich bleiben muss. Kannst du ein Beispiel für eine besonders schwierige Situation geben? Ja, einmal hatte ein Patient starke Schmerzen nach einer Operation. Ich musste Medikamente vorbereiten, seine Vitalwerte kontrollieren und gleichzeitig ihn beruhigen. Ich habe tief durchgeatmet, alles Schritt für Schritt gemacht und schließlich konnte ich ihm helfen. Es war stressig, aber sehr befriedigend. Viele von euch habe ich schon mitbekommen, dass solche Momente zeigen, wie wichtig Sprache, Fachwissen und Empathie sind. Auf meiner Perspektive machen genau diese Momente die Arbeit so wertvoll. Lena möchte ihre wichtigsten Tipps für alle teilen, die denselben Weg gehen möchten. Erstens, Geduld haben und nicht aufgeben. Zweitens, Sprachkenntnisse kontinuierlich verbessern. Drittens, Praxis und Theorie. Verbinden. Viertens, Motivation immer behalten. Fünftens, Fehler als Lernchance sehen. Viele von euch habe ich schon mitbekommen, dass diese Tipps sehr hilfreich sein können. Auf meiner Perspektive sind sie entscheidend für Erfolg und Selbstvertrauen. Zusammenfassend: Lernen, Durchhalten, Praxis. So erreicht man seine Ziele. Jeder Fehler, jede Herausforderung ist eine Chance zu wachsen. Wenn ihr Fragen habt oder eure eigene Geschichte teilen wollt, schreibt uns gerne. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Bleibt motiviert, glaubt an euch und denkt daran, jeder Traum ist erreichbar, wenn man dranbleibt. Liebe Grüße und bis zur nächsten Folge.